Ich durchquere unzählige Gebirge, die sich über mehr als 1000 Kilometer erstrecken. Oft führe ich meinen Weg nur über schmale Bergpfade und raue Schotterpisten. Umgeben von wilder Natur und abgeschiedenen Dörfern stehe ich ganz allein da. Mit kaum Erfahrung ausgestattet, muss ich mich den Herausforderungen dieser Reise stellen. Die ganze Nacht hat es geregnet und überall stehen Pfützen, doch der Untergrund ist fest geblieben. Ich habe gut geschlafen und fühle mich erholt und bereit für neue Herausforderungen. Nun stehe ich vor einem Rätsel. Soll ich der Touristenrampe folgen oder eine Umfahrung nehmen, die etwas länger ist und über einen Hügel führt? Ich entscheide mich einfach weiterzufahren und lasse mich überraschen. Meine Vorahnung hat sich bewahrheitet. Nach einigem Hin und Her, erst meine Taschen über die Brücke transportiert, dann Fahrrad und weitergefahren. Trotz der Umständlichkeit habe ich letztendlich Zeit gewonnen. Das ist ein beliebtes internationales Touristengebiet und ich habe einige Touristen aus verschiedenen Ländern getroffen. Sogar gab provisorischen Kaffee, wo könnte Getränke und Snacks kaufen, darunter auch Filterkaffee. Ich habe einen kurzen Stopp eingelegt, aber der Kaffee hat mir nicht geschmeckt. Schließlich habe ich die Grenze zu Montenegro erreicht. So sieht also der Grenzstein aus. Ich weiß nicht, von wem er zusammengebaut wurde. In den 80er Jahren war die Grenze wahrscheinlich ganz anders, mit Grenzsoldaten und strengen Kontrollen. Endlich habe ich den Gipfel erreicht. Ein Gefühl von Freude und Erleichterung überkommt mich, denn ich weiß, dass es heute nur noch bergab geht. Nach einer kurzen Pause setze ich meinen Weg fort, nur noch hinunter ins Tal. Doch schon wieder stehe ich vor einem Rätsel. Mein Navigationsgerät zeigt mir eine Richtung an, aber ich kann keinen Weg erkennen. Immer wieder schaue ich hin und bemerke schließlich in der Ferne sichtbare Spuren. Eine alte Waldweg.
Nachdem ich einige Kilometer auf montenegrinischem Boden zurückgelegt hatte, durchdrang plötzlich ein lautes Motorengeräusch die Stille des Waldes. Zuerst vermutete ich ein Fahrzeug auf einer nahegelegenen Nebenstraße, doch die Quelle des Lärms entpuppte sich als ein Traktor, der sich auf einem schmalen Waldweg abmühte. Der Förster, der den Traktor steuerte, hatte mit seinen massiven Rädern den Weg nach dem nächtlichen Regen in eine wahre Herausforderung verwandelt. Ein zäher Mix aus Kieselsteinen und Schlamm verstopfte die Schutzbleche meines Fahrrads, drückte die Plastikhalterungen heraus und ließ sie klappern. Die kurvenreiche Talfahrt auf dem schmalen Waldweg erforderte meine volle Konzentration. Der Untergrund war rutschig und ich musste meine Geschwindigkeit anpassen. An den Stellen, wo die Sonnenstrahlen durch das dichte Blätterdach fielen, trocknete der Boden etwas ab und bot mehr Halt. Doch in den schattigen Abschnitten blieb der Weg feucht und tückisch. Hier war besondere Vorsicht geboten, vor allem beim Bremsen. Ich ließ mein Fahrrad mit Bedacht die Serpentinen hinunterrollen, immer darauf bedacht, das Gleichgewicht zu halten. Jeder Moment war ein Tanz zwischen Kontrolle und dem unberechenbaren Untergrund. Eine Herausforderung, die mich mit jedem Meter mehr in ihren Bann zog. Nach einem mühsamen Kampf mit dem Schmutz erreichte ich endlich festeren Untergrund. Ein klarer Bach bot die perfekte Gelegenheit, mein Fahrrad von den Überresten des Abenteuers zu befreien und mich auf die Weiterreise vorzubereiten. Als ich das Tal erreichte, wechselte der Untergrund wieder zu festem Untergrund. Dort traf ich auf eine Schäferfamilie mit ihrer Herde und einem überaus lebhaften Welpen. Hallo. Hallo. Mit seinem lauten Bellen und energischen Auftreten demonstrierte er eindrucksvoll seine berufliche Eignung, zumindest in seinen eigenen Augen. Die Fahrt auf dem Waldweg hatte jedoch ihre Spuren hinterlassen. Die Halterungen meiner Schutzbleche waren ausgeleiert und klapperten bei jeder Bewegung. Das Pferd, der in seinem Leben wahrscheinlich noch nie einen Radfahrer gesehen hatte, geschweige denn ein klapperndes Fahrrad, schien von dem ungewohnten Geräusch sichtlich erschreckt. Die Straße schlängelte sich in sanften Wellen bergauf und bergab, während sich vor mir atemberaubende Landschaften entfalteten. In dieser malerischen Kulisse schwebten einzelne Wolken wie majestätische Zeppeline am Himmel und verliehen der Szenerie einen Hauch von Magie. Die einsamen Wolken erinnerten mich an vergessene Träume, an Sehnsüchte, die unerreichbar schienen. Sie schwebten so ruhig, so unberührt, während ich mich auf der holprigen Straße abmühte. Ein Gefühl der Melancholie beschlich mich, aber auch eine tiefe Ehrfurcht vor der Schönheit dieser wilden Landschaft. Die Häuser schmiegen sich wie bunte Spielzeuge an die steilen Hänge der Berge, eingebettet in ein üppiges Grün aus Vegetation und Bäumen. Jeder Blickwinkel offenbart ein bezauberndes Panorama der unberührten Natur. Es ist ein Anblick, der die Seele berührt und zum Träumen einlädt. Doch inmitten dieser Idylle liegt eine unterschwellige Unruhe. Die einsamen Wolken, die bedrohlich am Himmel schweben, scheinen jeden Moment zu einem dunklen Schleier zu verschmelzen und einen erfrischenden, aber unberechenbaren Regenguss über die Landschaft zu entladen.
Sonne senkte sich bereits hinter die Gipfel, als ich die letzte Kurve nahm. Ein Gefühl der Erschöpfung, aber auch tiefer Zufriedenheit durchströmte mich. Die heutige Etappe war lang und voller unerwarteter Wendungen gewesen. Von den tückischen Waldwegen, die mein Fahrrad mit Schlamm verstopften, bis hin zu den atemberaubenden Panoramen, die sich mir auf den Höhen eröffneten, jeder Moment war ein Abenteuer für sich. Nun neigte sich der Tag dem Ende zu und mein Ziel, die Stadt Kolašin, lag nur noch wenige Kilometer entfernt. Die letzten Meter führten mich über eine sanft abfallende Straße, die von dichten Kiefernwäldern gesäumt war. Das Rauschen des Windes in den Bäumen und das Knirschen Reifen auf dem Asphalt waren die einzigen Geräusche, die die Stille der Abenddämmerung durchbrachen. Als ich die ersten Häuser von Kolašin erblickte, spürte ich eine Welle der Erleichterung. Ich hatte es geschafft. Der heutige Tag und damit meine Abenteuer fanden hier ihr Ende. Ich freute mich auf eine warme Mahlzeit und ein gemütliches Bett. Doch vor allem freute ich mich auf die Erinnerungen, die ich heute gesammelt hatte. Erinnerungen an eine wilde und wunderschöne Landschaft, die mich noch lange begleiten würden.